haltbar, offenbar, reizbar, unschlagbar oder furchtbar? In diesem Video erkläre ich dir diverse Adjektive, die auf bar enden. Und wenn du den neuen Wortschatz weiter trainieren willst, dann werd sehr gerne Mitglied. Als Mitglied bekommst du zu jedem Video eine Vokabelliste, du bekommst das Skript zu dem Video und diverse Aufgaben, um den neuen Wortschatz zu trainieren. Und an alle neuen Gesichter, hi, ich bin Jule, zertifizierte Prüferin, Deutschlehrerin und Muttersprachlerin. Jetzt lass uns aber starten, los geht's. Seitdem Elias intensiv für seine C1-Prüfung lernt, ist er sehr reizbar. Durch die Hormonumstellung während der Schwangerschaft ist Katharina sehr reizbar. In den Beispielen geht es also immer darum, dass eine Person besonders leicht sauer oder genervt wird und vielleicht generell ein bisschen launisch ist. Die Person reagiert also sehr stark auf bestimmte, vielleicht äußere Reize. In dieser Situation ist es nicht unüblich, Folgendes zu kommentieren. Warum bist du so reizbar? Was ist los bei dir? Fassbar bedeutet einerseits so viel wie konkret oder greifbar und andererseits so viel wie verständlich oder begreifbar. Ihre Argumente sind für mich noch nicht konkret genug und nicht verständlich. Oder auch, der Verlust seines Großvaters war für Antonio unfassbar. Lass uns dieses Adjektiv ein bisschen genauer anschauen. Die Vorstellung, dass Antonio in Zukunft keine Zeit mehr mit seinem Großvater verbringen kann, ist für ihn unfassbar. Dies ist für ihn also unvorstellbar. Oder auch, ich bin Deutsche und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Aber nichtsdestotrotz ist für mich die Bürokratie in Deutschland unfassbar. Ich halte die Bürokratie in Deutschland für sehr kompliziert oder für unfassbar kompliziert. Bist du jemand, der bei Lebensmitteln auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achtet? Dieses steht immer auf der Verpackung der Lebensmittel drauf. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt also an, wie lange ein bestimmtes Produkt haltbar ist. Haltbar bedeutet hier also genießbar oder für Lebensmittel essbar. Auch bei Medikamenten wird angegeben, wie lange diese haltbar sind. Du kannst das Adjektiv haltbar jedoch auch bei ganz anderen Produkten verwenden, wenn du darüber sprechen möchtest, wie lange ein Produkt hält, also wie lange es nicht kaputt geht. Guten Tag, ich würde mich gerne bei Ihnen bezüglich des Kaufs eines Schreibtischs beraten lassen. Mir ist es äußerst wichtig, dass der Schreibtisch aus einem sehr haltbaren Material ist und dass er höhenverstellbar ist. In der Wissenschaft oder auch in der Politik wird dieses Adjektiv auch verwendet. Lasst uns einmal einen Nachrichtenbeitrag anschauen. Lässt sich der durchschnittliche AfD-Wähler in den neuen Bundesländern nicht impfen, wie der Ostbeauftragte der Bundesregierung behauptet? Der Politikwissenschaftler hält diese These also vielleicht nicht für wissenschaftlich beweisbar. Wenn du zum Beispiel gerne Fußball schaust, dann hast du vielleicht schon mal einen der folgenden Sätze gehört. Den Ball hätte er halten müssen. Oder auch, der Ball war wirklich haltbar. Hier geht es also dann darum, dass der Torwart den Ball hätte halten müssen. Ach ja, wenn dich das Thema Umgangssprache oder auch Fußball interessiert, dann schau dir unbedingt mein anderes Video zu diesem Thema an. Dieses werde ich schon sehr bald veröffentlichen. Vorstellbar beschreibt, dass wir uns etwas vorstellen können. Zum Beispiel Arbeit neben der Rente für viele vorstellbar. Die Idee, während der Rente trotzdem noch ein bisschen zu arbeiten, ist also eine Option, die sich viele Rentner aktuell vorstellen können. Denkbar. Das Adjektiv denkbar hat mitunter eine sehr ähnliche Bedeutung wie vorstellbar. Zum Beispiel, es wäre auch denkbar, dass ich mich in dem kommenden Jahr komplett auf Social Media und Online-Kurse konzentriere. Alternativ könnte ich hier auch sagen, es ist für mich vorstellbar. Aktuell macht mir das Unterrichten unglaublich viel Spaß.
Aber es wäre für mich auch vorstellbar, dass ich mich vielleicht in dem kommenden Jahr komplett auf Social Media oder Online-Kurse konzentriere. Denkbar kann aber auch so viel wie sehr bedeuten. Schau dir einmal das folgende Beispiel an. DHB-Frauen unterliegen denkbar knapp gegen Dänemark. Die deutsche Handballmannschaft hat also sehr knapp gegen das dänische Team verloren. Unschlagbar. Das Adjektiv unschlagbar hat nicht direkt etwas mit dem Verb schlagen im Sinne von jemanden schlagen zu tun. Es geht vielmehr darum, dass wir beispielsweise jemandem in einem Spiel oder in einer bestimmten Sportart schlagen. Wir gewinnen also gegen diese Person. Das Ganze hat jedoch nichts mit Gewalt zu tun. Zum Beispiel, meine Oma ist beim Kniffeln unschlagbar. Sie gewinnt wirklich immer. Die Fußballmannschaft von Eike ist seit 5 Wochen unschlagbar. Sie gewinnen einfach jedes Spiel. Unschlagbar kann jedoch auch so viel wie sehr gut bedeuten. Zum Beispiel, ich habe unschlagbar günstige Zugtickets gefunden. Ich habe also sehr günstige Zugtickets gefunden. Ich bin euch hier auf YouTube, generell meiner Community auf den verschiedenen Social Media Accounts sowie selbstverständlich meinen Schülern unglaublich dankbar. Denn nur durch euch ist es mir möglich, dass ich meinen eigenen Traum der Selbstständigkeit verwirklichen kann. Dankbar bedeutet also so viel wie von Dank erfüllt oder auch zu Dank verpflichtet. Dankbar kann aber auch so viel bedeuten wie lohnend oder befriedigend. Ich weiß, dass es wirklich nicht etwas für jeden ist, aber für mich persönlich ist die Arbeit als Lehrerin ein sehr dankbarer Job. Mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wie sich meine Schüler entwickeln, wie wir im Austausch sind und wie ich auch von meinen Schülern lernen kann. Damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Wie immer gibt es eine Frage. Mich interessiert Folgendes, denn darüber denken wir häufig viel zu selten nach. Wofür seid ihr dankbar? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst sehr gerne einen Kommentar, klickt auf Like und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wer den neuen Wortschatz noch intensiver trainieren möchte, dem kann ich meinen Mitgliederbereich empfehlen. Und ansonsten sehen wir uns wie immer nächste Woche Sonntag um 10 Uhr morgens hier auf YouTube, zwischendurch in einem meiner Deutschkurse oder auch auf Instagram. Bis dann, tschüss!